In Ihrer Wohnung schließen die Fenster nicht richtig. Anweisungen. In Ihrer Wohnung schließen die Fenster nicht richtig. Deshalb ist es kalt in der Wohnung. Sie haben Ihren Vermieter, Herrn Schneider, schon angerufen, aber nichts ist seitdem passiert. Grund für Ihr Schreiben. Warum eine kalte Wohnung schlecht ist. Was Sie wollen. Was Sie tun, wenn nichts passiert. Betreff. Dringende Angelegenheit. Fensterreparatur in meiner Wohnung. Sehr geehrter Herr Schneider, mein Name ist Laura Fischer und ich bin Mieterin in der Berliner Straße 45, Wohnung 2a. Leider sehe ich mich gezwungen, Sie erneut zu kontaktieren, da sich die Angelegenheit bezüglich der nicht richtig schließenden Fenster in meiner Wohnung bisher nicht gelöst hat. Die unzureichende Schließung der Fenster führt dazu, dass kalte Luft in meine Wohnung eindringt. Dies hat nicht nur einen erheblichen Einfluss auf meinen persönlichen Komfort, sondern kann auch zu zusätzlichen Kosten durch erhöhte Heizkosten führen. Eine angemessene Isolierung ist daher von wesentlicher Bedeutung, um den Wohnstandard zu verbessern und Energiekosten zu minimieren. Ich möchte Sie höflich darum bitten, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Fenster in meiner Wohnung zu reparieren. Die derzeitige Situation beeinträchtigt meine Lebensqualität erheblich und ich bin darauf angewiesen, dass dieses Problem schnellstmöglich behoben wird. Sollte innerhalb einer angemessenen Frist keine Reparatur oder Kontaktaufnahme seitens der Hausverwaltung erfolgen, sehe ich mich möglicherweise gezwungen, weitere Schritte zu unternehmen, um mein Anliegen zu klären. Ich hoffe jedoch, dass es nicht zu dieser Notwendigkeit kommt und wir gemeinsam eine zufriedenstellende Lösung finden können. Ich danke Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Bemühungen, dieses Anliegen so schnell wie möglich zu behandeln. Mit freundlichen Grüßen, Laura Fischer. Problem mit der Heizung. Anweisungen. In Ihrer Wohnung haben Sie ein Problem mit der Heizung. Sie können Ihren Vermieter telefonisch nicht erreichen, deshalb schreiben Sie eine E-Mail. Warum Sie schreiben? Seit wann besteht das Problem? Termin für Reparatur. Wie Sie erreichbar sind. Betreff. Dringende Reparaturanfrage. Heizung defekt. Sehr geehrter Herr Edgard, in meiner Wohnung habe ich ein Problem mit der Heizung, deshalb schreibe ich Ihnen diese E-Mail. Ich habe Sie mehrmals telefonisch kontaktiert, jedoch konnte ich Sie leider nicht erreichen. Die Heizung ist nun seit 4 Tagen defekt und es ist dringend, da es in der Wohnung sehr kalt ist. Dies hat erhebliche Auswirkungen auf meinen Alltag, insbesondere bei den aktuellen niedrigen Temperaturen. Wann wäre es möglich, die Heizung zu reparieren oder einen Techniker zu schicken? Ich bin jederzeit flexibel und verfügbar, damit das Problem schnellstmöglich behoben werden kann. Sie können mich telefonisch unter 0179 8574555 erreichen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen, Olga Darkle. Reklamation einer Bestellung. Anweisungen: Sie haben ein Fahrrad über das Internet gekauft. Als Ihr Kauf geliefert wurde, stellten Sie fest, dass das Fahrrad defekt war. Schreiben Sie einen Brief an das Unternehmen, bei dem Sie es gekauft haben. Festgestellter Schaden. Bereitschaft zur Behaltung. Preisreduktion. Alternative Option. Zeitnahe Klärung. Betreff: Transportschaden am Fahrrad. Sehr geehrte Damen und Herren, zunächst möchte ich mich herzlich für die schnelle Lieferung des Fahrrads mit der Artikelnummer 2353 bedanken. Bei der eingehenden Prüfung der gelieferten Ware haben wir jedoch bedauerlicherweise festgestellt, dass das Fahrrad einen Transportschaden erlitten hat. Ich möchte Sie daher über die Einzelheiten informieren und einen Lösungsvorschlag unterbreiten. Das Schutzblech hinten weist auf der linken Seite eine deutlich sichtbare Delle auf, wie auf dem beigefügten Foto ersichtlich ist. Trotz des Schadens bin ich grundsätzlich bereit, das Fahrrad zu behalten. Um die entstandene Beeinträchtigung auszugleichen, schlage ich vor, den Kaufpreis um 10% zu reduzieren. Sollte eine Preisreduktion nicht möglich sein, erwäge ich die Rücksendung der Ware.
In diesem Fall bitte ich um einen reibungslosen Austausch durch ein neues, unbeschädigtes Fahrrad. Ich strebe eine zügige Klärung dieser Angelegenheit an und bitte um eine baldige Rückmeldung, ob Sie meinem Vorschlag zustimmen können. Mit freundlichen Grüßen, Olena Basa. Um Garten kümmern. Anweisungen. Ihr Bekannter, Herr Max Litwicki, fährt diesen Samstag in den Urlaub. Er hat Ihnen eine E-Mail geschrieben. Er möchte, dass Sie sich um seinen Garten kümmern. Schreiben Sie ihm eine E-Mail zurück. Hilfezusagen. Ihre Aufgaben. Werkzeug. Wie oft? Betreff. Hilfe mit dem Garten während Ihrer Abwesenheit. Sehr geehrter Herr Litwicki, es freut mich sehr, dass Sie mir Ihr Vertrauen schenken und mich darum bitten, während Ihrer Abwesenheit auf Ihren Garten aufzupassen. Selbstverständlich stehe ich gerne zur Verfügung, um mich um Ihren Garten zu kümmern. Hier sind einige Details bezüglich meiner Hilfe. Ja, ich übernehme gerne die Verantwortung für die Pflege Ihres Gartens während Ihrer Abwesenheit. Es ist mir eine Freude, Ihnen diese Unterstützung zu bieten. Meine Aufgaben umfassen das Gießen Ihrer Pflanzen, das Entfernen von Unkraut und das allgemeine Beobachten des Zustands Ihres Gartens. Falls es spezielle Anweisungen oder Besonderheiten gibt, die ich beachten sollte, lassen Sie es mich bitte wissen. Könnten Sie mir mitteilen, ob Sie spezielle Werkzeuge für die Gartenpflege bereitstellen werden? Falls nicht, stehe ich natürlich bereit, mein eigenes Werkzeug mitzubringen, um die notwendigen Arbeiten durchzuführen. Es wäre hilfreich zu erfahren, wie oft Sie sich eine Betreuung für Ihren Garten wünschen. Tägliche Pflege oder eine regelmäßige wöchentliche Routine. Ich bin flexibel und passe mich gerne Ihren Wünschen an. Ich hoffe, diese Absprachen entsprechen Ihren Vorstellungen. Bitte teilen Sie mir weitere Details mit, die für die Gartenpflege relevant sind. Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Urlaub und stehe bereit, damit Sie sich ohne Sorgen erholen können. Mit freundlichen Grüßen, Claudia König. Waschmaschine reparieren. Anweisungen. Sie haben vor 3 Monaten bei der Firma Toshiba eine Waschmaschine gekauft. Jetzt ist sie kaputt. Sie haben die Firma mehrmals angerufen, aber leider keine Antwort. Deshalb schreiben Sie eine E-Mail. Grund für Ihr Schreiben. Garantie. Reparatur oder neue Waschmaschine. Wie sie erreichbar sind. Betreff. Defekte. Waschmaschine. Bitte um Reparatur oder Ersatz. Sehr geehrte Damen und Herren, vor etwa 3 Monaten habe ich eine Waschmaschine von Ihrer Firma erworben. Bedauerlicherweise muss ich mitteilen, dass das Gerät nun defekt ist. Trotz mehrmaliger telefonischer Kontaktaufnahme meinerseits blieb eine Antwort Ihrerseits aus, weshalb ich mich nun schriftlich an Sie wende. Da das erstandene Produkt noch innerhalb der 3-monatigen Garantiefrist liegt, möchte ich gerne Ihr Fachwissen und Ihre Hilfe in Anspruch nehmen, um das aufgetretene Problem zu lösen. Mein Wunsch besteht darin, die Waschmaschine zu reparieren. In diesem Zusammenhang stehe ich zur Verfügung, um einen Fachmann zu mir nach Hause zu bestellen. Falls sich jedoch herausstellen sollte, dass eine Reparatur nicht möglich ist, wäre ich auch an der Möglichkeit interessiert, eine Ersatzmaschine zu erhalten. Für eine effiziente Kommunikation und weitere Absprachen stehe ich Ihnen jederzeit telefonisch zur Verfügung. Meine Handynummer lautet 01769 988 Ich bedanke mich im Voraus für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung. Mit freundlichen Grüßen, Johannes Keller. Wohnungsangebot. Anweisungen. Sie haben ein interessantes Wohnungsangebot gelesen. Sie finden das Angebot interessant. Deshalb schreiben Sie einen Brief an den Vermieter Herrn Mark. Grund für Ihr Schreiben. Angaben zu Ihrer Person. Termin für Besichtigung. Einzugstermin. Betreff. Interesse an Ihrem Wohnungsangebot. Sehr geehrter Herr Mark, ich habe Ihr Wohnungsangebot in der Zeitung mit großem Interesse gelesen, deshalb schreibe ich Ihnen diesen Brief und möchte mich um die Wohnung bewerben. Mein Name ist Sabine Krüger. Ich bin 28 Jahre alt, ledig und arbeite als Krankenschwester.
Ihre Wohnung hat mich sofort angesprochen, da sie sowohl von der Lage als auch von der Größe her perfekt zu meinen Bedürfnissen passt. Ich würde sehr gerne mit Ihnen einen Besichtigungstermin vereinbaren. Ich bin zeitlich flexibel und richte mich gerne nach Ihren Möglichkeiten. Meine Handynummer lautet 0151 3456 789. Vielen Dank im Voraus für Ihre Rückmeldung. Mit freundlichen Grüßen, Sabine Krüger. Wohnungsanzeige. Anweisungen. Sie haben in der Zeitung eine Wohnungsanzeige gelesen. Sie enthält 3 Zimmer und die Miete ist preisgünstig. Grund des Schreibens. Zu Ihrer Person. Fragen zur Wohnung. Betreff. Interesse an Ihrer Wohnungsanzeige. Sehr geehrte Frau Schmidt, ich bin durch Ihre Wohnungsanzeige in der Zeitung aufmerksam geworden. Die Wohnung entspricht meinen Vorstellungen, da ich auf der Suche nach einer 3-zimmerigen Wohnung für meine Familie bin. Die Mietkonditionen sind für mich ebenfalls passend. Daher wende ich mich per E-Mail an Sie. Mein Name ist Alex Müller und ich komme aus Spanien. Ich bin 40 Jahre alt und habe 2 Kinder, Sarah, 8 Jahre, und Fred, 5 Jahre. Meine Kinder sind ruhig und pflegeleicht und wir würden uns sehr über ein neues Zuhause freuen. Ich habe noch einige Fragen zur Wohnung. Wie hoch ist die monatliche Miete? Fallen zusätzliche Nebenkosten an? Wurde die Wohnung kürzlich renoviert? Ich freue mich auf Ihre Antwort und hoffe, dass wir bald einen Besichtigungstermin vereinbaren können. Mit freundlichen Grüßen, Alex Müller.